Diese Studie macht wirklich Gänsehaut. Laut einem internationalen Forschungsteam stehen unsere Ökosysteme kurz vor einem katastrophalen Zusammenbruch. Demnach wird es in 100 Jahren gar keine Insekten mehr auf der Erde geben und das bedeutet langfristig wohl das Ende für uns alle. In diesem Zusammenhang wird oft auch das 6. Massensterben genannt. Auslöser dafür sind wir Menschen. Warum wir wie ein heftiger Asteroideneinschlag sind, Klicks um Science Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Erstmal zum Anfang möchte ich mich ins Zeug legen für alle Heldinnen und Helden, die aufstehen gegen den Klimawandel, denn ihr seid tatsächlich Heldinnen und Helden im Gegensatz zu vielen vermeintlichen Erwachsenen. Und ich muss mich für meine Generation hier entschuldigen, dass sie trotz eindeutiger wissenschaftlicher Erkenntnisse nicht die Konsequenzen zieht. Und deshalb muss man euch ganz fraglos unterstützen, denn hier geht es nicht um Politik, was alle Nationen ja auch bestätigen. Sie sind sich ja einer Meinung, dass hier gehandelt werden muss, aber sie tun es nicht bzw. zu langsam und erfüllen nicht mal ihre eigenen Zusagen, so wie die Bundesrepublik Deutschland, die unter anderem Arbeitsplätze als Grund angibt, euch oder eure Nachkommen umzubringen. Da muss man schon sagen, dass das schäbig ist. Ich kann also nur jeden und jede dazu auffordern, am 15. März auf die weltweite Demo in eurer Stadt zu gehen und den Politikern und Politikerinnen zu zeigen, dass sie sich zu Mördern machen, wenn sie nicht zumindest ihre eigenen Beschlüsse umsetzen. Ihr habt recht, Heldinnen und Helden, ich bin dabei und ihr auch. Zum Thema. Schon einige frühere Studien hatten eindeutige Hinweise darauf gegeben, dass es immer weniger Insekten gibt, vor allem auch in Deutschland. Schuld daran sind unter anderem der starke Einsatz von Pestiziden, die intensive Landwirtschaft und der Klimawandel. Doch eine aktuelle Studie bringt es jetzt knallhart auf den Tisch. Demnach ist das Insektensterben ein gigantisches Problem und zwar weltweit. Die Gesamtmasse aller Insekten auf der Erde sinkt demnach jährlich um 2,5%. So war es zumindest in den letzten 25 bis 30 Jahren. Sollte dieser Trend anhalten, hätte dies ein katastrophales Ende. Dazu Francisco Sanchez Bayo, einer der beteiligten Forscher. In 10 Jahren werden wir ein Viertel weniger haben, in 50 Jahren ist noch die Hälfte übrig und in 100 Jahren werden wir gar keine mehr haben. Nach Angaben der Studie ist die sogenannte Extinktionsrate, der Begriff Extinktion meint so viel wie Aussterben, 8-mal höher als bei Säugetieren, Reptilien und Vögeln. Diese beunruhigenden Erkenntnisse beruhen auf der Analyse von insgesamt 73 Berichten aus der Vergangenheit, die sich bereits mit dem Rückgang von Insektenpopulationen weltweit beschäftigt haben. Die aktuelle Studie macht noch einmal ganz klar deutlich, das Ganze ist ein großes weltweites Problem. Vor allem verschiedene Arten von Bienen sind dabei für immer zu verschwinden und zwar vor allem in Nordamerika, Dänemark und Großbritannien. Betroffen sind aber auch Schmetterlinge und Motten. In England beispielsweise gab es zwischen 2000 und 2009 einen Rückgang der Schmetterlingsarten auf landwirtschaftlich genutzten Flächen um 58%. Auch die Anzahl der Hummelarten ist beispielsweise in Oklahoma von 1949 bis 2013 um die Hälfte gesunken. Ähnlich bei den Bienen, da ist auch ein krasser Rückgang zu verzeichnen. Während es 1947 noch 6 Millionen Honigbienenkolonien in den USA gab, sind es jetzt nur noch 2,5 Millionen. Und das Aussterben der Insekten hat weitreichende Folgen für das gesamte Leben auf der Erde. Die Studie spricht von einem katastrophalen Zusammenbruch der Ökosysteme. Falls das Sterben der Insekten nicht gestoppt wird, wird dies katastrophale Folgen sowohl für die Ökosysteme des Planeten als auch für das Überleben der Menschheit haben, so der Forscher Sanchez Bayo. Denn klar ist, Insekten nehmen eine enorm wichtige Rolle ein als Nahrung für andere Lebewesen, als Bestäuber und außerdem als Nährstoffrecycler. Ein dramatisches Problem resultiere daraus vor allem für Vögel, Fische, Amphibien und Reptilien, die sich von Insekten ernähren. Aber auch unsere Nahrungsquellen könnten durch den Rückgang der Insekten knapp werden. Schließlich übernehmen Bienen und Schmetterlinge als Bestäuber eine wichtige Funktion für das Wachstum von Gemüse und Früchten. In diesem Zusammenhang ist auch vom sogenannten 6. Massensterben auf der Erde die Rede. Ein Forschungsteam von der Universität Mexiko und der Stanford University hatte vor 2 Jahren, 2017, eine Studie veröffentlicht, nach der 75% aller Spezies in den nächsten Jahrhunderten von der Erde verschwinden werden. In ihren Untersuchungen kam heraus, dass die Population von insgesamt 27.600 Arten an Vögeln, Reptilien, Amphibien und Säugetieren
kontinuierlich abnehmen. Dazu die Studie: Das 6. Massensterben der Erde ist ernster als anfangs gedacht. Es geht etwas Großes vor sich. Der Begriff sagt es schon, auch in früheren Zeiten gab es massives Artensterben auf der Erde. Die Ursachen damals waren aber Eiszeiten oder Asteroideneinschläge. Und genau das ist der große Unterschied. An dem aktuell stattfindenden Massensterben sind einzig und allein wir Menschen schuld. Wir, die Menschheit, verhalten uns also gerade wie ein absolut katastrophaler, riesiger Asteroideneinschlag. Das ist wirklich schlimm. Laut Sanchez Bayo bewirkt vor allem eine bestimmte Sache das Aussterben der Insekten. Die Hauptursache für den Rückgang ist die intensive landwirtschaftliche Nutzung der Landschaft. Alle Bäume und Sträucher, die normalerweise die Felder umgeben, werden beseitigt. Es gibt also nur noch einfache, kahle Felder, die mit synthetischem Dünger und Pestiziden behandelt werden. Vor allem die neuen Insektizide, die in den letzten 20 Jahren entwickelt wurden, seien besonders schädlich. Doch genau diese werden routinemäßig eingesetzt und verbleiben dann auch in der Umwelt. Einige Arten, wie etwa eine bestimmte Hummelart in den USA, können sich anpassen, doch die Zunahme dieser wenigen Arten könne den Rückgang der aussterbenden Arten längst nicht kompensieren, so die Studie. Lediglich eine ökologische Form der Landwirtschaft könne dem großen Insektensterben noch entgegenwirken. Auch andere Experten und Expertinnen, die nicht an der aktuellen Studie beteiligt waren, werten den Rückgang der Insekten als ein dramatisches Problem. Doch sehen Sie neben dem Einsatz der Pestizide auch noch andere Faktoren, die dazu beitragen. Beispielsweise seien die globale Erwärmung und auch die Lichtverschmutzung in diesem Zusammenhang nicht zu unterschätzen. Warum die Insekten sterben? Nochmal eine umfassende Doku, unbedingt draufklicken und das Video ansehen. Eine Doku vom Bayerischen Rundfunk, also richtig geil. Bis dann, bleibt dran.